Nach gute 2 Monaten habe ich es jetzt endlich fertig gebracht, das Video, und damit grüß euch und Servus zur Sternfahrt nach Minga. Bevor wir jetzt loslegen, muss ich noch ein paar Sachen loswerden. Wir sind in Grafingstadt, sind zur Theresienwiesen gefahren. Den Schweig könnt ihr euch gern durchlesen. Alles in allem steht da drin, wir haben einen Spaß gehabt, wir haben eigentlich keine Probleme gehabt und wir waren eine angemeldete Demo. Wir sind also dementsprechend über Rot gefahren, sind nicht an Stoppschilden stehen geblieben. Mehr sage ich dazu jetzt auch nicht, weil ich mag eigentlich anfangen. Also, viel Spaß! Fangen wir erst einmal ganz gemütlich an und fahren erst einmal los. Nach ein paar hundert Metern ist uns schon eine entgegengekommen, winken, lächeln, mit einem Daumen auf. Das ist doch schön, sowas freut mich. Was mich natürlich auch freut, ist, wenn die Leute einen Anstand haben und langsam und möglichst weit rechts an der Demo vorbeifahren, dann ist ja alles ganz entspannt, jeder kann weiterfahren, kein Problem. Und sich die Lache dann kämpfen müssen. Kann man mit geschlossenen An der Stelle nur ein schöner Gruß an Feuerwerk, die sie auf Kreuzung gestellt hat und dafür gesorgt hat, dass wir sicher drüber kommen. Ich finde das nicht selbstverständlich und deswegen schön, dass ihr es gemacht habt und danke, dass ihr es gemacht habt. Die Radler aus Eversberg haben uns schon erwartet. So wird unsere Gruppe das erste Mal größer. Und zu dem, was gleich kommt, muss ich gar nicht großartig was sagen. Es war eine Frage der Zeit, das passiert, und jetzt ist halt schon passiert. Und nein, dann hat er es halt gemacht. Wenn er sich stolz damit fühlt, dann kann er seinen Eltern erzählen, er hat alle Radlfahrer einen Stundenführer gesagt. Wenn sie ihn glücklich macht. Da bin ich kurz zusammengezogen. Packt der direkt neben mir das Hupen an. Was man so im Nachhinein kummer ist, vielleicht hat er ja geguckt, um vom Krankenwagen zu warnen. Also Rettungsgasse hat auf jeden Fall funktioniert. Sehr gut. Nummer 2 mit ausgestrecktem Mittelfinger. Aber zur Verteidigung, vielleicht braucht das ja für einen besseren Radioempfang. Oder er hat ein E-Auto und hat keine Ladestelle gefunden und wartet jetzt auf ein Twitter, ich weiß ja nicht. Süß. Haben so Fängt, ne? Mittelfinger hat er gezeigt. So, jetzt sind wir in Kerseon, da kommen dann auch noch ein paar Schade, Leute dass dazu. mein Stummklingel So werden die nicht Gruppen funktioniert. immer Das ist jetzt größer. mit Stummklingel. Ja, ist ja wurscht.
Einfach reinschirmen, das passt schon. Nur dann bitte rechts halten, gell? Anfang der Gruppe ist, dann könnte man hier stehen bleiben, einholen und sich am Ende dann immer noch an der Gruppe anschließen. Ja, weil ich es gerade so sehe, natürlich auch ein schöner Dank an die Motorradstaffel und die Polizei allgemein. Muss doch auch warm sein in der Kleidung. Ich glaube nicht. Mein Gott, halte ich das nicht. Das vordere Motorrad hat unter den roten verwirrenden Hydrauliker. Es ist immer schön, wenn alle stehen und die meinen, wenn man hupt, löst sich der Stau auf. So. Zuerst habe ich gar nicht mitgekriegt, was da überhaupt passiert ist. Aber die zwei sind mit dem Lenker aneinander und dann ist die eine halt ein bisschen aus der Spur gefallen. Aber gut, passiert. Kurz mal stehen geblieben, aufgestiegen, weitergefahren, fertig. Thema okay? erledigt. Gut. Da jetzt kannte ich meine Sturmklingung ja nicht mehr, aber die ist drüber. Nee, hat es mir das letzte Mal zerrissen, weil da war ich bei 40, habe sie geklingelt, da hat das dann, das hat sie nicht wollen und dann. Nicht zu schnell werden da hinten. Ja. Da ist die Mama. Servus, grüß dich. Danke. So sein, ja. Aber wenn man sowas sieht, dann macht es einen richtig stolz, wenn man in Bayern lebt. Weil ich habe gehört, die anderen, die machen das gar nicht so mit dem Aufwand. Da ist vielleicht Polizei dabei, aber eher halt so, dass wenn irgendwas Schlimmeres ist oder so. Ja. Das ist ja die Form, aber man braucht ja die Nachteile. Zum Beispiel die gestern verhaftet wurden wegen dem Flyer im Rucksack. Na, Die hatten einen Flyer im Rucksack drin für die IAA-Demo. Und dann wurde die von der Polizei in die Gefangenenannahmestelle gebracht. gibt es ja nicht. Das ist auf Twitter ziemlich losgegangen, weil sie gesagt haben, ja, warum hat sie die verhaftet und so. Und dann haben die gesagt, nein, das sind die Flyer abgefahren. Ja, was wird Ja, ja. vorgeworfen? Wir wissen was nicht, aber wir probieren es halt einfach. Erst Woche nach dem neuen Polizeigesetz da dürfen sie ja machen. Ja. Das sind so die kleinen Nachteile, was man gesagt hat. Ja, mich haben sie ja auch schon geärgert, weil die Schlimmen, die zeigen ja auch. Und dann kam dann irgendwann zurück, ja mit, wir machen das nicht mehr, wir haben keinen Bock mehr drauf. Die haben dann wirklich geschrieben, ich soll das lassen. Und tja, ging es halt an die Vorgesetzten, die haben das dann zurückgenommen. Dazu möchte ich jetzt nur erwähnen, dass kein einziger von denen, was ich bisher in meine Videos gezeigt habe, gut gezeigt worden ist. Also ich bin sehr tolerant, ich habe eine hohe Schmerzgrenze, aber wenn mich einer überholt und ich bin danach froh, dass ich nur lebe, dann ist halt irgendwann die Grenze erreicht, dass ich sage, jetzt langt's mal. Und dem sage ich dann auch. Ja? Das war jetzt der zweite mit dem Mittelfinger. Und die eine mit dem Handy. Da muss ich mich kurz selber verbessern, da habe ich mich verzeiht. Das war mindestens der dritte, den ich Den zumindest sollte gesehen man habe. vielleicht ein bisschen mehr Applaus geben.
sollte nicht mehr allzu lang dauern, dann machen wir eher Pause. Ich glaube, also bei der Geschwindigkeit da ich jetzt mal sagen, knapp eine halbe Stunde oder so. Achso, ja, wir wollten gerade auf Zeiten fahren. Ja. Ist der nur an der Es ist immer gefährlich, wenn man über Rot fährt, vor allem wenn man in der Probezeit ist. Aber ja. Jetzt haben wir unser Auto verkauft, fast ein Auto. Das ist ganz Weil ja, aber Deutschland ist, wenn man betrunken Radl fährt und Führerschein verliert und Radl fahren muss. Einfach weiterfahren, weiterfahren, weiterfahren. Kinderfasching-Assistent. Danke, dass du unseren Kinderfasching beschützt, finde ich gut. Ob man jetzt beim LKW von der Feuerwehr nicht nur Laffer hat lassen müssen, wage ich jetzt einmal zu bezweifeln. Ja, genau, da fahren dann alle rechts auf die Spur. Aber das dauert noch bis zur Arbeit. Genau, jetzt sind wir dann gleich vor der Stätte drin und dann noch, ich glaube, 1 oder 2 Kreuzungen und machen wir Pause. Also wenn das nur aktuell ist, halt morgen war es nur aktuell. Vornrum klappt es sehr gut, hintenrum klappt es sehr gut, sehr gut. Ja, aber wenn Polizei fährt, dann fahren wir ab. Kolonnenfahrt, der erste fährt drüber, der Rest hat das, was der vorderste hat. Darf man ab 15 Personen in der Kolonne darf man dann. Ja, mache ich ja. Montag geht's weiter. Ja. Das ist ein lustiges Argument, weil ich habe den Film angeschaut, da war das auch unter Anstand, dass die auf die Demo arbeiten. Ja, wir sind alles hobbylose Leute, die nur darauf warten, andere zu provozieren. Ja, aber das habe ich auch schon öfters. Aber nein. Ja, ich mache das selber auch Videos und da habe ich das auch schon öfters gelesen. Ich fühle mich wie ein Halbgott, ich bin unverwundbar und alles. Aber da denke ich mir dann auch immer, hast du mein Video überhaupt angeschaut? Weil es passt nicht überhaupt nicht zu dem, was ich sage. So. Rechts müssen wir. Unser erstes Etappenziel haben wir jetzt fast erreicht, am Pausenplatz in Neikäferloh. Radfahren so in Minga und Umgebung. Ja, also meine Videos nenne ich meistens Radfahren in München und Umgebung und dann halt durchnummeriert. Und finden kannst mich über einen Kanalnamen, wenn du magst. Das wäre einfach der Radler. Nachdem ich jetzt so schön Werbung für meinen Kanal gemacht habe und wir jetzt auf den Pausenplatz fahren, da dies für heute erst einmal belassen. Teil 2 braucht nur ein bisschen. Ich wünsche euch was, macht's es gut, pfiat euch.